Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute haben wir reinste Technik. Wir haben heute die Christine neben mir. Hallo. Hallo. Und die hat ihr Moped zu uns gebracht. Warum hast du denn ein Motorrad zu uns gebracht? Na, weil ich so viel Gutes von dir gehört habe. Das ist ja fast Werbung. Und wie kommst du zum Motorradfahren? Wie komme ich zum Motorradfahren? Na, ich fahre halt schon ein Weilchen. Was fährst du für ein Motorrad? Ich fahre die 1250er. 1250er. Welches Baujahr? Ja, 2020. 2020, voll das neue Ding, ne? Also mit richtig Leistung. Mhm. Und jetzt hast du dir so was Abgespecktes ausgesucht. Mit wenig Leistung, viel Lautstärke und ganz viele Werkstattstopps. Genau. Hast du dir das überlegt? Nee, ehrlich gesagt nicht, wo du es jetzt so sagst. Schön, ne? Hätte man vielleicht vorher sagen sollen, ne? Warum steigt man von der 1250er auf eine 1000er GS? Baujahr, was ist die jetzt? Baujahr? 96. Baujahr 96, also einer der letzten. Naja, weil ich nach der Alternative gesucht habe zur 1250er, weil es was von BMW sein sollte, weil es einen Boxermotor haben sollte und dann bin ich halt bei den Zweiventilern gelandet. Und was stört dich konkret an der 1250er? Mich stört gar nichts an der 1250er, ich wollte einfach ein Zweitbike haben. Das ist mal cool, ne? Also ich meine, nach dem ersten kommt das Zweitbike und meine Frau, die hat aufgehört zu zählen. Ja, was hast du vor mit dieser 1000er jetzt? Also so eine riesen Reise ist da jetzt noch nicht geplant. Kann aber werden. Unterfranken ist auch schön. Die Rhön ist auch schön. Ja, kann noch werden. Erstmal hier in Deutschland und in der Region. Koffer hast du dafür? Koffer habe ich, die Alu-Koffer waren dabei. Cool. Das waren so Tesch-Koffer das damals, ne? Nee, oder Nee, das sind die Dörr-Koffer. Dörr-Koffer, ja. Das war in München. Das war eine Heldenfirma. Bin ich sogar mal extra hingefahren, um den Laden anzuschauen. Ein bisschen enttäuscht, ist ziemlich klein gewesen, aber ist voll bekannt gewesen. Der Boxen, nee, der. Der Boxen, der DERR oder so. Da gab es nur diesen fetten Katalog. Das war der Wüstenfuchs als Logo. Das hat so um die Jahrhundertwende jeder gekannt. Also deine Zuschauer kennen das alle? Ja, da kann man doch mal nicht. Nee, da bin ich raus. Und wo hast du das Motorrad gefunden? Hast du das irgendwie angeboten gekriegt oder ist dir das über den Weg gelaufen oder ist da gerade ein Nachbar gestorben? Nee, ich habe geguckt bei Mobile und bei eBay und habe es dann da bei eBay gefunden. Aus guten Händen in gute Hände. Das ist cool, so muss das sein. Ne? Aber halt leider überteuert irgendwie alles, ne? So auf dem Markt, ne? Wenn man guckt. Naja. Schon die Preise, ich habe das jetzt über die Jahre beobachtet. Also so Ersatzteilträger, die können richtig teuer werden, wenn sich jemand ein Motorrad aufbauen will. Was vor 5, 6 Jahren noch 4.000 gekostet hat, kostet es einfach 7.000 Euro. Ne? Und jetzt hast du halt gedacht, okay, das Motorrad ist gekauft und bevor du fährst, wirst du nochmal drüber schauen. Genau, wird es mal angeguckt. Und hättest du gedacht, dass wir da so einen Aufriss machen? Nicht wirklich, nee. Ihr wisst ja noch gar nicht, welchen Aufriss wir gemacht haben, ne? Nur den Angst, du hast mal Kraft ausgelegt in den Schalter. Das ist wie schwer sie reingegangen sind, ne? Der Kopf, das ist geplant für mehr Leistung. Deswegen haben wir auch die neuen Hinterreifen, dass Christine dann nur auf dem Hinterrad fahren kann. Also so, ne? Nicht so, sondern. So, jetzt habe ich den Drehmomentschlüssel da. Du nimmst erkennende Öl oder bedarfsweise Multispray. Einmal kurz einsprühen. Darf auch nicht mehr wie Einspritzer sein. Dann 15er Schlüssel, die Ratschenverlängerung. Und wenn die Hand durchrutscht, also erst wenn sie durchrutscht, ne, dann sind die 30 Newtonmeter erreicht. Schauen wir mal. Das ist optimal.
war schon fast fest. Unten hat es nicht ganz so funktioniert. Oh, wir üben es also nicht einen ganzen Spritzer Öl, ein bisschen nur. Willst du mal selber das Stehpolster rausreißen? Nee. Das tut auch gar nicht weh. Also, Doch, Ja, im doch, Herz tut das irgendwie ganz so. okay. Geldbeutel. Ja, genau. Da tut es gescheit weh. Hast du gehört? Der Willi hat gesagt, wenn sie nicht mitkommt, muss ich sie vorher heiß machen. Das hat er früher in der Disco schon mal gemacht. Hat sie heiß gemacht, dann hat er mitgenommen. Also, ich will die Schrauben mitnehmen. Muss ich jetzt heiß machen. Die Betonung liegt da früher. Heutzutage kommen ja nicht mehr in die Disco rein. Warum machst du das jetzt da vorne heiß? Weil ich glaube, dass sich die Materialien unterschiedlich verhalten. Also das Alu dehnt sich aus und das Stahl dehnt sich auch aus, aber das Alu nicht so schneller als der Stahl. Und dann hoffe ich, dass ich das Glück des Unschuldigen habe und die Schraube rauskriege. Ansonsten rupfe ich einfach den Zylinderkopf nochmal runter. Immer auf dem Arm. So, es dreht sich alles mit und es ist wirklich nicht beweglich. Wenn du den Schlüssel aufmachst? Ja, dann ist ach es so, wieder das irgendwas- Gewinde ist hopp. Ja, genau. Hat jemand das Gewinde runtergelöst? Specialized. Keine Ahnung. Das ist die Ventileinstellschraube und da war das Gewinde so kaputt, dass wir es jetzt abgeflext haben. Das haben wir jetzt leider schon beim Einstellen gemerkt. Und dann... Warst du früher mal im Zirkus? Nicht? Immer daheim in der Ecke gesessen. Ja, das ist heute noch so, ne? Und dann, früher haben sie es aus dem Hut rausgeholt. Ich hole es einfach aus der Tasche. Was du? Erleichterte Ventileinstellschrauben. Warum will ich sowas? Warum haben sie die früher aus dem Hut rausgeholt? Warum nicht? Du warst ja nicht dort, du weißt es ja nicht. Doch, die haben Karnickel haben sie rausgeholt. Ach komm, du warst daheim im Ecstasy. Es geht so am besten, wenn du es nicht abschneidest. Machst du echt das Gewinde kaputt, wenn du es rückwärts drehen willst. Wie viel leichter sind so Einstellschrauben? Keine Ahnung, das nicht auf völlig von Arsch. Dass die leichter sind? Das ist echt. Aber ist doch Ventil. Das ist alles cool, aber das einzig Geile ist wirklich die Arbeit damit. Das macht so viel Spaß. Das macht so viel mehr Spaß, die Ironisch? einzustellen. Ist das Ironie? Nee, ist wirklich, das macht so viel mehr Spaß. Gehst her mit deinem Imbusschlüssel, also dein Innensechskant, Imbus darf man ja nicht sagen. Deswegen darfst du das nicht veröffentlichen, also mit deinem Innensechskant. Ja, immer wenn ich aufs Klo muss, dass ich so kramern muss mit dem kleinen Zeug. Ne? Wenn wir die andere durchgeschraubt hätten, hätten wir das Gewinde wahrscheinlich kaputt gemacht, ne? Von dem. Von dem Kipphebel. Und der kostet ja ein paar Euro. Und deshalb haben wir die abgeschnitten, konnten sie noch mit dem intakten Gewinde rausschrauben. Und dann fädeln wir die neue ein. Und die hat den riesengroßen Vorteil, dass du nicht mit zwei 12er Schlüssel halten musst, sondern du hast einen 10er. Das ist aber auch echt klein, ne? Muss man wirklich sagen. Also ich schaffe das auch, solche Muttern kaputt zu machen. Und du hast einen Innen-Sechskant. Siehst du? Okay, jetzt gehen wir nochmal raus. Na, das ist eine Vollendung. Wir haben den Motor einmal durchlaufen lassen. Was habt ihr mit dem Motor gemacht? Einmal durchlaufen lassen, einmal durchdrehen lassen mit dem Öl. Und dann siehst du, dass es da rausläuft, weil wir immer die Versorgungsleitung für die Kipphebel überprüfen. Wo läuft es denn raus? Da läuft es zwischen dem Kipphebel raus, da siehst du es. Fahren Sie fort. So. Die innere Uhr tickt. Das ist nicht die innere Uhr, das ist einfach nur der Sauerbraten. Natur des Menschen irgendwie. Der Sauerbraten tickt. Der tickt, ja. Das ist ein komischer Sauerbraten, wenn der tickt. Was für tickt er? Manchmal Wenn das Dicken aufhört, dann explodiert er. Achso, zu Zeitpunkt. Sauerbratenbombe. Ja, genau. Kennst du nicht die Das wäre Sauerbraten? ein toller Name für einen Tatort oder so. Ja, die Sauerbraten. Was Bayerisches. Ja, da kannst du jetzt eigentlich beim Tatort anfangen. Ich rufe Magnus an
dass ich einen neuen Drehbuchautor habe. Ja, das Ganze macht dann mal einen Kundendienst. Aber es ist immer so, gell? Ja, mal kurz das Moped angeschürt. Schon heiß gemacht, dass du es mitnehmen kannst, ne? Genau. Wann war das letzte Mal, dass das Moped gekommen ist? Nur Öl gewechselt und wieder raus? Also bei den Nöts geht es gar nicht. Komische Familie. Ja. Okay, bevor sie sich noch zweimal verschluckt. Genau. Jetzt haben wir ja festgestellt, dass ich in die Rhön will. Jetzt kannst du ja in die Rhön fahren oder dann doch Mexiko, je nachdem, wie du willst. Genau. Ne? Jetzt geht's ja auch. Ja, jetzt funktioniert's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked uns nicht in Instagram, nicht in Facebook, nicht TikTok und lasst es einfach komplett gehen und lasst die Glocke auch gehen. Außerdem haben wir einen neuen Kanal, den SVD Sports YouTube Shorts Kanal. Der hat erst 33 Abonnenten. Da könnten es ruhig mehr werden. Also da darf man. Da darf man. Okay. Da dürft ihr. Ja. Oder lasst es auch wieder gehen, je nachdem wie ihr wollt. Ne? Sollen wir das verlinken? Das könnten wir mal verlinken, ja, das wäre gar nicht schlecht. Sollen wir die erleichterten Einstellschrauben auch mal verlinken? Die verlinken wir, die haben wir schon verlinkt. Weil das wäre jetzt auch irgendwie spät gewesen. Ne? Ja, die sind auch schon Video drin. ja. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, bleibt am Ball, bis bald, euer Manuel. So, tschüss. Tschüss. Tschüss.